Und in wenigen Sekunden geht das Feld auf die 2 Aufwärmrunden. In der ersten Startreihe 4 verschiedene Marken. Wir können es auch anders formulieren. Die ersten 5 auf 5 verschiedenen Fabrikaten. Kawasaki, Ducati, Suzuki, Yamaha und Honda. Das die 5 bedeutendsten und auch einzig vertretenen Marken in dieser Meisterschaft. Auf Startplatz 1 der Mann, der 4. des letzten Jahres, Jochen Schmid auf der Team Green Kawasaki. Neben ihm dann Andy McLeod, der heute im Warm-Up eben der schnellste war, ein echter Regenspezialist. Neben ihm der Spanier Ruben Jos, bekannt aus der Supersport-Weltserie. Ein ganz wichtiger Mann. Ich denke, er wird in diesem Jahr auch um die Meisterschaft mitreden. Und neben ihm dann der amtierende Meister Christer Lindholm. In der zweiten Reihe dann Roger Kellenberger, der Polesetter des Vorjahres. Christer Lindholm, hier sehen Sie seine Erfolge. Er möchte den Hattrick schaffen in diesem Jahr, Meister 96 und 97. Hier dann die zweite Startreihe, Roger Kellenberger, dann Johnny Eckerold, der neue Mann im Team Green Kawasaki. Robert Hüber, der beste Privatfahrer, und Juha Werner, der Finne in Reihe 3. Dann Uwe Hollheide, Mr. Big genannt, Jürgen Halländer, der Schwede, Detlef Guderian und eigentlich Jean-Pierre Jondard, der aber heute nicht mit dabei ist. Dann in Reihe 4 Norman Manz, Franz Heidger, Christian Schneider und Paul Leuthardt, der Schweizer. In Reihe 5 dann Hartmut Skora, Kirk McCarthy, zu ihm später auch mehr, Harald Kitsch und Horst Hadrawa. In Reihe 6 dann Berto Kamlet, Heiko Nickel, Alexander John, Heinz Blatazis und Gisbert Split. Hier sehen Sie es im Bild. In der 8. Reihe dann Sebastian Fitztum, Ferdinand Franz, Harry Fahrt und Lothar Kraus. Der 9. Sven Wassermann, Janosch Weg, Markus Bordin und Jörg Schmidt sowie Gerhard Gilles. Und die letzte Reihe komplettiert Marcel Mendel, N. Adamson, der Este und Christian Häusle. Die Strecke hat keine Vergleichswerte, da hier in Zweibrücken erst zum 2. Mal gefahren wird. Und dieses Jahr wurde die Streckenführung geändert. 97 gab es hier einen Doppelsieg für Gregorio Lavia, den Schweizer, auf der De Cecco Ducati. Ein Blick auf die widrigen Wetterverhältnisse. Sie sehen es, Lufttemperatur 12 Grad. Hier wurde laut Wetterbericht von 25 Grad gesprochen. Es ist mit Regen zu rechnen. Diese Fahrer sind alle mit Regenreifen und Regenkit unterwegs. Und eine relativ minimale Windgeschwindigkeit, obwohl es hier die letzten Tage doch recht heftig geblasen hat. Noch wenige Sekunden bis zum Start. Wir dürfen gespannt sein, wer hier am besten wegkommt. Jochen Schmid blickt sich nochmal um. Das dauert doch etwas, bis alle ihren Startplatz gefunden haben. Wir warten auf den Marschall mit der grünen Flagge. Er geht hinten durchs Bild. Die Startampel ist eingeblendet. Und der Start ist erfolgt. Und Jochen Schmid ist der Schnellste zunächst mal. Gleichzeitig kommt Christer Lindholm sehr gut weg. Und Roger Kellenberger. Nun geht es in die erste links über die Kuppe. Und Jochen Schmid ist vorne. Roger Kellenberger versucht jetzt bereits an Christer Lindholm vorbeizugehen. Und Einsturz. Eine Kawasaki mit der Nummer 11. Das ist der Südafrikaner Johnny Eckerold. Oh, 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 das würden wir uns gerne nochmal in der Zeitlupe anschauen. Zunächst Schmid, vor Lindholm und dann Kellenberger. Das zunächst mal die ersten 3. Dann folgt mit der Startnummer 50. Das ist der Mann, der im zweiten Training nicht besonders gut zurechtkam. Das ist Kirk McCarthy.
Dann folgt Andi Mecklau. Und mit der 28, das ist der fliegende Finne Juha Berner. Nicht deswegen vergleichbar mit Mika Häkkinen aus der Formel 1, aber er ist viel im Flugzeug unterwegs und daher dieser Spitzname. Jochen Schmid vorneweg, gefolgt von Christa Lindholm. Und die beiden können doch schon einige Motorradlängen dazwischen legen. Und sie kommen zum ersten Mal an Start und Ziel vorbei. Mit der 41 Christian Häusle, auch sehr schön unterwegs. Und im Bild der Führende, gefolgt vom Yamaha-Piloten Christa Lindholm. Wir sehen es hier nochmal in der Zeitlupe. Innen ein Fahrer nicht ganz zurecht, hat das Bein herausgestellt und beim Umlegen der Maschinen kam es zwangsläufig zur Kollision. Schade für den jungen Südafrikaner und hier mit der Nummer 33, das ist Markus Bordin. Schade, das hat schon mal 3 Fahrern diesen Lauf gekostet. Und Christa Lindholm versucht bereits, Jochen Schmid anzugreifen. Der überlegene Mann des Trainings auf der Team Cream Kawasaki. Die Zeiten hier im Moment noch bei 1,22. Also das muss doch noch wesentlich schneller werden und die beiden haben sich schon gut abgesetzt. Mit einem respektvollen Abstand folgt der Schweizer Rochi Kellenberger auf der einzigen Honda RC45. McCarthy mit der 50 an 4, Mecklau an 5, Berner an 6, Rubinjus auf 7, Kitsch mit der 99, ausgezeichnet auf dem 8. Platz. 9. Guderian und die ersten 10 komplettiert Heidger. Jochen Schmid scheint das hier keine Probleme zu bereiten. Auf diesem 2,9 Kilometer langen Kurs. Es gibt doch einige Problemstellen, sage ich mal. Heute Morgen im Warm-up gab es eine Stelle, nach der Schikane auf der Gegengeraden, werden wir hier Christa Lindholm im Bild haben. Da war wohl früher eine Fahrbahnmarkierung auf diesem Flugplatz und die wurde überasphaltiert und ist trotzdem noch spiegelglatt und da haben sich gleich 5 Fahrer lang gemacht. Hier kommt es bereits zur ersten Überrundungen. Der Startnummer 5 ist das Jörg Schmid, während wir hier den Führenden im Bild haben. Schauen Sie sich hier nochmal Christa Lindholm an. Wie der Hinterreifen weggeht, da hat er gerade noch einen Highsider vermeiden können. Hat sich gut gefangen. Der lange Schwede, der aufgrund seiner Länge natürlich auch über eine ganz spezielle Balance auf dieser Maschine verfügt. Also das ist auf diesen Big Bikes für ihn gar nicht unbedingt von Nachteil, so ein langer Kerl zu sein. Ich kann Ihnen nachher dann auch mal die Strecke etwas näher bringen, anhand der Referenzdaten, die wir vom Team Suzuki Deutschland erhalten haben. Hier die Schikane. Rausbeschleunigen. Und es geht zurück über Start und Ziel. Also Johnny Ackroyd mit der 11 sitzt wieder auf seiner Maschine. Ja, es sind alle Fahrer schwer am Arbeiten. Der Regen hat hier zwar etwas nachgelassen, aber die Piste ist natürlich noch pitschepatsche nass. Hier Johnny Ackroyd im Bild, gefolgt von McCarthy, Kirk McCarthy. Dieser Kirk McCarthy kam
im zweiten Training überhaupt nicht gut zurecht und fiel weit zurück auf den Startplatz 19. Er ist der Ersatz für den verletzten Udo Mark, der in Barcelona im Trainingscamp gestürzt ist, wieder mal. Er hatte ja letztes Jahr hier in Zweibrücken einen schweren Unfall. Wurde allerdings von Professor Mutschler aus Homburg in wenigen Wochen wiederhergestellt, konnte am Sachsenring wieder starten und hat nun vor, bereits am Hockenheimring in der nächsten Woche wieder anzutreten. Also für Kirk McCarthy wird das ein einmaliger Auftritt werden. Er fährt in der australischen Superbike-Meisterschaft, hat also noch andere berufliche Verpflichtungen. Und hier die beiden Führenden. Jochen Schmid auf der Kawasaki und Christer Lindholm auf der Yamaha. McCarthy hält sich ausgezeichnet auf dem dritten Platz, wenn auch schon mit respektablem Abstand. Und hier steht der Spanier Ruben Jos. Ein ausgezeichneter Mann, fuhr eben im letzten Jahr in der Supersport-Weltserie mit Erfolg. Und wir sehen Christer Lindholm mit einer 1:13,944, die schnellste Runde hier im Training in diesem ersten Lauf zur Pro Superbike 98. Ja, im letzten Jahr gab es hier einen Doppelsieg für den Spanier Gregorio Lavilla. Nun auf der kürzeren Strecke, 2,79 Kilometer ist sie exakt lang, haben es viele privatere und kleinere Teams noch etwas einfacher, denn im letzten Jahr konnten die großen Teams, also die Importeurteams, mit ihren starken Maschinen natürlich vom Geschwindigkeitsüberschuss auf den langen Geraden zehren. Das hat sich in diesem Jahr doch etwas relativiert. Die Fahrer sind zufrieden. Die Strecke war auch im letzten Jahr sehr, sehr schmutzig. Es gab Steinschlag, es wurden verschiedentlich Visiere zertrümmert, sowohl am Motorrad als auch am Helm. Das hat sich in diesem Jahr deutlich gebessert. Noch 12 Runden. Also das erste Drittel in diesem ersten Lauf ist absolviert. Und Jochen Schmid läuft auf einige überrundete Fahrer auf. Und Christer Lindholm lässt sich nicht abschütteln. Was ja auch seine eben gefahrene schnellste Runde beweist. Hier der erste im Bild mit der Startnummer 99. N. Adamson heißt der Mann. Er ist estischer und sowjetischer Motorradmeister. Was nichts bedeutet, während wir hier Kirk McCarthy im Bild sehen, auf dem vierten Rang Kellenberger, auf der einzigen Honda hier im Feld, auf Rang 3. Andi Mecklau bin ich doch etwas erstaunt, dass er nur auf Platz 13 fährt, nur in Anführungszeichen. 1993 gewann er immerhin in der Superbike-Weltmeisterschaft bei sich zu Hause vor seiner Haustür auf dem A1-Ring. Er kommt aus Spielberg. Einen Lauf zur Weltmeisterschaft im Regen, hat dort die Konkurrenz düpiert, hat ihnen fast eine halbe Minute abgenommen. King Karl und Co. Und nun schnellste Runde von Jochen Schmid. Er kann also gegen Christer Lindholm kontern. Dennoch die zwei ganz eng beieinander. Oh, und Lindholm kommt wieder etwas ins Rutschen. Ich habe mich gestern mit ihm unterhalten und er war nicht sehr optimistisch, was die heutigen Rennen hier angeht. Er sagt, das ist keine Strecke für die Yamaha. Er muss schauen, dass er hier Punkte sammelt. Und er möchte dann am nächsten Wochenende auf dem Hockenheimring so richtig zuschlagen. Ja, und dieser Kirk McCarthy, im Moment an der 4. Position, der muss sich hier als Punktedieb bewähren. Denn Udo Mark eben, nächste Woche möchte er wieder dabei sein, spitzt natürlich trotz allem noch auf die Meisterschaft. 8 Rennen insgesamt. Wir sehen
die Läufe in heute Zweibrücken, dann Hockenheim, Salzburgring, Oschersleben, Most, Pannonia Ring, Nürburgring und dann traditionsgemäß das Saisonfinale wieder in Hockenheim. A1-Ring war geplant, da gab es aber doch einige Missstimmungen und deswegen fiel dieses Rennen aus. Also 8 Rennen, A2-Läufe. Und Christa Lindholm ist vorbei an Jochen Schmid. Also da hat er abgewartet. Und nun bleibt die Frage, kann er davonfahren? Er hat nicht mehr unmittelbar die Gischt seines Vordermannes, dem Jochen, dem er nun 7 Runden hinterherfuhr. Also Lindholm, vor Schmid, Kellenberger, McCarthy, dann Juha Berner, ein ausgezeichnetes Ergebnis für den Finnen. Und Andi Mecklau auf dem 6. Platz mit der 996er Ducati. Dann Heidger, Dimperl, Hatarava und Kitsch die ersten 10. Hat Christa Lindholm hier doch etwas gepokert. Wobei er im Training wirklich nicht besonders gut zurechtkam für seine Verhältnisse. Der dritte aus der vorletzten Woche beim Langstreckenklassiker in Le Mans. Dort fuhr er eine Maschine zusammen mit Jean-Pierre Gendin, dem ehemaligen Grand Prix-Piloten, der allerdings heute nicht mehr dabei ist. Keiner weiß es genau, aber das Team hat zusammengepackt und ist wohl heute Morgen in den frühen Morgenstunden klammheimlich abgereist. Näheres kann ich Ihnen dazu leider nicht sagen. Roger Kellenberger im Bild mit der Startnummer 3. Auf dem 3. Platz, gefolgt von McCarthy. Wir sehen hier nochmal eine Zeitlupe. Oh, Christa Lindholm kommt hier fast auf die Bankette, fährt auf der Bankette, hat die Maschine nochmal gefangen, kämpft hier mit den Überrundungen. Hier Kirk McCarthy im Bild. Die Spitzengeschwindigkeiten, die auf diesem Kurs im Trockenen gefahren wurden, liegen so bei rund 270 Stundenkilometer. Jürgen Zürn, der Teamchef von Suzuki Deutschland, hat mir heute Morgen erzählt, wir sind im Nassen sogar noch etwas schneller, ganz einfach, weil die Hinterräder der Maschinen durchdrehen. McCarthy an der 32 vorbei, das ist Christian Häusle. Nein, pardon, mit der 32 Gisbert Splitz, der Holländer. Christian Häusle fährt eine Ducati. Knapp 2/3 des Rennens sind vorbei. Noch 7 Runden. Und der Spitzenreiter im Bild. Und wieder eine schnellste Runde für Christa Lindholm. Also ich denke, da kann Jochen Schmid nicht mehr folgen. Man sieht ihn hinten noch durchs Bild fahren. Aber das sind bereits 2,3 Sekunden auf Christa Lindholm. Er fährt ein sehr konstantes Rennen bisher. Einmal konnte Jochen Schmid mit einer schnellsten Runde kontern. Aber Sie sehen es, soweit
und breit nichts zu sehen. Und hier der Stand nach Runde 12. Es führt Christer Lindholm, der Schwede, vor Jochen Schmid und Roger Kellenberger, dann Kirk McCarthy, Werner, Meklau, Heidger, Dimpel, Hadrawa und Kitsch, die ersten 10. Mich wundert doch, Andi Meklau fährt, ja, 1,5 Sekunden langsamer als der Spitzenreiter. Wobei Lindholm nun wirklich aufpassen muss, dass ihm hier nicht noch ein überrundeter Fahrer in die Kiste brummt. Sie sehen es hier, ganz vorsichtig holt er da aus. Ja, es fehlen hier noch einige Fahrer, denen zum Beispiel die Maschine noch nicht fertiggestellt wurde, wie Michi Rudroff oder Stefan Mertens, ein interessanter Mann aus der Supersport-Weltserie, der gleichzeitig auch in diesem Jahr noch Ersatzmann ist für einige gute Fahrer aus dieser Weltserie, wie Stefan Chambon oder Pirovano. Aber ich denke, so wie Christa hier im Sattel sitzt. Oh, oh, oh. Haben Sie es gesehen? Braucht man nicht weiter kommentieren. Der gestreckte Mittelfinger. Sie sollen ihm doch ein bisschen mehr Platz machen. Wobei diese Jungs bei diesen Verhältnissen natürlich auch enorm mit sich selbst beschäftigt sind. Und wenig Zeit haben, in ihre kleinen Rückspiegel zu schauen. Hier wieder vorbei an Herrn 99, das ist Harald Kitsch. Hier sehen Sie es nochmal in der Zeitlupe. Jetzt kommt gleich die linke Hand raus. Ein Zeichen an die Startnummer 27. Das ist der Slowene Berto Kamlek. Sicherlich verständlich in so einer Situation. Zwei Schikanen hat diese Strecke, 6 links und man kann sagen 1,5 Rechtskurven. Es wird in entgegengesetzter Richtung gefahren. Und leider nicht die Zuschauerzahlen, die wir uns hier zum Auftakt dieser hochinteressanten Serie erwartet hätten. Man könnte es auch anders formulieren. Bei dem Wetter schickt man keinen Hund auf die Straße. Und hier Jochen Schmid im Bild, bereits 3,6 Sekunden hinter Spitzenreiter Christer Lindholm zurück. Ralf Kellenberger dann schon mit respektablem Abstand, bereits 6,5 Sekunden hinter Lindholm, gefolgt von McCarthy, knapp 15 Sekunden hinter dem schnellsten Mann in diesem ersten Lauf zur Pro Superbike 98. Und auch er hat natürlich mit den Überrundungen zu kämpfen. Roger Kellenberger ist eigentlich noch auf Schlagdistanz, ob er das schaffen wird. Also ein schönes Teilnehmerfeld hier. In den vergangenen Jahren wurden die Felder doch immer kleiner, aber das neue Reglement hat die Kosten doch, ich möchte nicht gerade sagen reduziert, aber zumindest in Grenzen gehalten. Und so besteht doch die Chance für viele Privatfahrer, diesen Schritt in diese so wichtige Meisterschaft zu wagen. Zu den Neuerungen. Eine schnellste Runde für Jochen Schmid nun. Trocknen einige Passagen ab, kommt da besser zurecht, der überlegene Mann des Trainings. Im ersten Training gleich beide Team Green Kawasaki vorne. Und wir kommen in die letzte Runde. Und der führende Christer Lindholm geht vorbei.
und geht nun die letzten 2,79 Kilometer hier in Zweibrücken an. Man kann davon ausgehen, dass er dieses Rennen auch nach Hause fahren wird. Er ist hoch motiviert. Natürlich kam die Frage, warum er denn nach nun 2 Titeln in der Pro Superbike nicht aufsteigt und in der WM fährt. Aber er sagt, er hat hier ausgezeichnetes Material. Es bleibt allerdings die Frage, ob das in der WM ausreichen würde. Und er siegt einfach gerne. Und da hat er hier die besten Chancen. Tolles Motorrad, die Yamaha ist gut in Schuss. Er ist prima drauf. Hoppla, hoppla. Dass er nicht noch Dummheiten macht in den letzten Kurven. Jetzt kann er es ruhig angehen lassen. Den Jochen Schmid ist schon fast 7 Sekunden zurück. Also das Ding bringt er nach Hause. Und es beginnt, wie es im letzten Jahr aufgehört hat. Christa Lindholm, die Startnummer 1, der amtierende Meister, gewinnt den ersten Lauf hier in Zweibrücken zur Pro Superbike 98 vor Jochen Schmid, der hier über die Ziellinie geht. War das noch ein Zeichen an seine Boxencrew? Und der dritte ausgezeichnet mit der Startnummer 50, Kirk McCarthy. Vor Juha Berner, dem Finnen, dem Privatfahrer, ein ausgezeichnetes Ergebnis. Und Andi Mecklau hat es noch geschafft, auf die 5. Position zu fahren. Ja, und noch mehr tollen und heißen Motorsport gibt es hier im DSF heute Abend für Sie. Christa Lindholm gewinnt dieses Rennen vor Jochen Schmid auf der Kawasaki, Kellenberger auf der Honda und Kirk McCarthy, der Ersatz für Udo Mark, auf der Suzuki. Dann auf Platz 5 Juha Berner, ganz überraschend. Auf 6 Andi Mecklau, 7 Horst Hartrava, Werner Dimperl, 9 Heidger, 10 Graus, 11 Manns, Leuthard Vath, Kitsch und Franz beenden die ersten 15, die ersten in den Punkte. Und damit geben wir nochmal ab nach München. Christa, es sah so aus, als wenn du genauso cool wie im letzten Jahr die Rennen ganz gemütlich anfängst und dann erst nachher schaust, wie und wann du am besten vorbeiziehst. Am Ende hattest du wieder 6,5 Sekunden Vorsprung, also genau wie in der letzten Saison eigentlich. Ja, wir hatten viele Probleme in der Zeittraining, aber das Motorrad ist noch viel besser wie die Rennen und ich habe dann Choice auf die härteres Reifen und das war langsam fahren hinten Jochen und warten für die letzten 5 Runden. Und habe super Reifen in Michelin. Also ein perfekter Einstieg und dein Deutsch ist genauso besser geworden, wie du auch als Fahrer wieder mal hervorragend warst. Herzlichen Glückwunsch, Christa Lindholm, zum ersten Sieg im ersten Rennen. Den Zweitplatzierten wollen wir natürlich nicht vorenthalten. Jochen Schmid vom Team Green Kawasaki. Jochen, Pole Position gehabt vor dem Rennen. Du hast lange Paroli bieten können dem Christa, aber irgendwann hat er dann doch mehr Power gehabt oder woran lag's? Nun, ich denke, das war keine Frage der Power, sondern er ist sich einfach vielleicht noch etwas sicherer gewesen wie ich hier bei den schwierigen Bedingungen. Und ich wollte auf gar keinen Fall einen Ausfall riskieren. Habe gesehen, der Christo ist auch dann beim Überrunden ein bisschen, sagen wir, glücklicher durchgekommen. Habe zwar versucht, wieder die Lücke gut zuzumachen, aber war dann bei wieder einem Überrundungsmanöver, habe ich bestimmt 2-3 Sekunden verloren. Und von daher habe ich nur noch versucht, meinen zweiten Platz sicher ins Ziel zu fahren. Das habt ihr bewiesen mit dem zweiten Platz. Herzlichen Glückwunsch, Jochen Schmid. Ja, Dankeschön. So, und wir geben ab rüber zur Siegerehrung mit Christa Lindholm, Jochen Schmid und Roger Kellenberger. Ja, und da sehen Sie im Bild die 3 Erstplatzierten des ersten Laufes. Und da hat sich doch ein recht langes Gesicht des alten Schweden in ein sehr freundliches heute verkehrt. Jochen Schmid mit etwas Zurückhaltung. Jetzt setzt er wieder sein typisches Pokerface auf, der Christa Lindholm. Souveräner Sieger, muss man sagen. Und nun die Hymne.